Ich habe einen Sarg für Halloween aus Fimo gebastelt. Den möchte ich dir jetzt gerne vorstellen. Mein Sarg hat die typische Form und vorne hat er ein kleines Kreuz. Hörst du auch das Klopfen? Wenn du den Sarg öffnest, befindet sich darin ein kleiner Geist. Hey! Entschuldigung. Wie du dir einen Sarg mit frechen Geist modellierst, das erfährst du nun. Ich habe mir alle Elemente von Schablone 1 aus Tonkarton angefertigt. Die jeweils passenden Tonpapierelemente verklebe ich miteinander. Bist du fertig mit dem Kleben, dann solltest du diese beiden Elemente haben. Für die erste Lage verwende ich Reste aus Fimo, außerdem benötigst du Schablone 2. Die Reste aus Fimo rolle ich auf Stufe 3 der Pastamaschine aus. Aus dem ausgerollten Fimo schneide ich meine 2 Elemente aus. Passend zu deinen Tonkartonstücken brauchst du diese beiden Elemente aus Fimo. Ich bestreiche mein Fimo mit Fimo Liquid, anschließend drücke ich die Seitenteile am Tonkarton fest. Nach dem Einpacken sehen meine beiden Sargelemente so aus. Ich nehme das Band von Schablone 2 und befestige dies innen im Sarg. Als Kleber verwende ich Fimo Liquid. Ich nehme eine scharfe Klinge und schneide entlang der Tonpapierkante und schneide mein Fimo zurecht. Nachdem ich den Rand zugeschnitten habe, nehme ich mein Scharnier und setze kleine Löcher für die Schrauben. Mit beiden Elementen bin ich genau gleich verfahren. Beide sind innen und außen verkleidet und haben Löcher für die Scharniere. Beide Elemente backe ich nun 20 Minuten bei 110 Grad. Nach dem Backen sehen meine beiden Elemente so aus. Ich klebe nun die Scharniere fest. Dafür verwende ich Sekundenkleber. Meine Scharniere befestige ich an der Sargbox und am Deckel. Mit den Scharnieren sieht mein Sarg so aus. Das Fimo Schwarz rolle ich auf Stufe 6 der Pastamaschine aus. Aus dem dünn ausgerollten Fimo Schwarz habe ich das Element von Schablone 3 ausgeschnitten. Mit dem packe ich nun meinen Sarg ein. Als Klebstoff verwende ich Fimo Liquid. Den Deckel habe ich komplett eingepackt. Bevor ich nun die Box des Sargs einpacke, lege ich vorne ein dünnes Fimo-Band auf. Auch dies findest du auf der Schablone. Auch die Sargbox packe ich ein. Als Klebstoff verwende ich wieder Fimo Liquid. Meinen Sarg habe ich komplett eingepackt. Damit die beiden Teile nicht aneinander kleben, lege ich zum Backen ein Stück Backpapier dazwischen. In den Deckel des Sargs drücke ich ein kleines Kreuz ein. Vor dem Backen entferne ich dies wieder. Den Sarg backe ich 30 Minuten bei 110 Grad. Nach dem Backen verkleide ich den Sarg. Dafür verwende ich die Fimo-Farbe Rot. Außerdem brauchst du Schablone Nummer 4. Das Fimo Rot rolle ich auf Stufe 3 der Pastamaschine aus. Ich nehme ein rotes Fimo-Band und lege dies einmal rundherum in den Deckel. Das Element von Schablone 4 habe ich einmal aus meinem Fimo Rot ausgeschnitten. Ich lege das Element nun in den Sargdeckel. Mit einem kleinen Stückchen Alufolie leicht zerknüllt gebe ich dem Fimo nun eine Struktur. Ich lege 6 Kugeln auf die Sargdecke. Nach dem gleichen Prinzip habe ich auch den Sargboden ausgefüllt. Nun sieht mein Sarg so aus. Ich backe nun mein Motiv 20 Minuten bei 110 Grad. Um den Lederlook zu vervollständigen, bepinsle ich mein Fimo Rot mit schwarzer Malkastenfarbe. Die überschüssige Malkastenfarbe nehme ich mit einem Tuch vorsichtig wieder ab. Aus der Fimo Effektfarbe Nachtleucht habe ich mir den Kopf meines Geistes angefertigt. Die Löcher des Kopfes bepinsle ich mit schwarzer Kreide.
Meinen Geistkopf habe ich mit einem Auge und einer Zunge vervollständigt. Dann kommt der dünne Hals. Hierfür verwende ich ein Drahtstück, eingepackt mit der Fimo Nachtleuchtfarbe. Ganz unten setze ich nun ein Dreieck in Gelb für das Hemd an. Der kleine Geist bekommt von mir eine rote Schleife. Dazu nehme ich 2 Tropfen und setze diese am dünnen roten Ende zusammen. In der Mitte schließe ich das Ganze mit einem roten Punkt ab. Neben 2 dünnen Beinen, einer braunen Fimo-Wurst, habe ich meinen Körper des Geists mit Fimo Braun aufgefüllt. Nun bekommt er eine kleine Jacke. Dazu lege ich ein Fimo-Stück, leicht schräg zugeschnitten, oben auf den Körper auf. Drücke die Seiten an, das überschüssige Fimo schneide ich ab. Meinem kleinen Geist habe ich noch 2 Arme angesetzt. Eine Hand hält eine schwarze Tulpe. Ich nehme nun noch schwarze Kreide und bepinsle damit den Anzug. Meinen kleinen Geist bette ich nun in den Sarg. Meinen kleinen Geist im Sarg backe ich nun 30 Minuten bei 110 Grad. Wie ich sehe, hast du mein Video bis zum Schluss angeschaut. Das freut mich sehr. Hast du noch Fragen, möchtest gerne noch etwas wissen? Dann schreib mir einen Kommentar. Ich beantworte deine Frage gerne. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Froni.